Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir ein Reisgericht, eine Art Paella. Alle Zutaten und die Zubereitung für das Rezept verlinke ich euch wie immer in der Infobox. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Zuerst erhitzen wir Öl in einer Pfanne. Ich habe hier Rapsöl verwendet, es geht aber auch super Sonnenblumen- oder Olivenöl. Jetzt gebe ich 3 in halbe Scheiben geschnittene Möhren in die Pfanne. Dazu kommen 2 in Würfel geschnittene Paprikaschoten und 250 Gramm in Scheiben geschnittene Champignons. Das Ganze jetzt erst einmal gut in der Pfanne verteilen. Jetzt kommen noch 2 große in Würfel geschnittene Zwiebeln dazu. Alles gut in der Pfanne verteilen und erstmal schön braun anbraten lassen. Alles gut verrühren und erst einmal schön braun werden lassen. Dabei ab und zu umrühren. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal eine Tasse Paella-Reis abfüllen. Meine Art Paella mache ich mit Fisch. Den gebe ich jetzt in Würfeln zum Gemüse dazu. Das Gemüse und der Fisch sollte alles die gleiche Größe haben. Ihr könnt statt Fisch auch Geflügel, anderes Fleisch oder verschiedene Meeresfrüchte nehmen. Den Fisch verteile ich jetzt in der Pfanne und gebe noch 2 fein geschnittene Knoblauchzehen dazu. Wenn euch mein Rezept gefällt, würde ich mich über ein Abo und ein Like von euch sehr freuen. Und wenn ihr keins meiner weiteren Videos mehr verpassen wollt, solltet ihr unbedingt die Glocke aktivieren. Jetzt gebt ihr 1,5 Esslöffel Paella-Gewürz dazu. Jetzt sollte alles gut miteinander verrührt werden, damit sich das Gewürz auch überall verteilen kann. Jetzt gebt ihr ca. 2 Esslöffel Tomatenmark zum Gericht. Damit sich das Tomatenmark überall verteilen kann, jetzt erst einmal gut verrühren. Das Ganze sollte dann ungefähr erstmal 2 Minuten mit anrösten. Jetzt gebe ich noch eine Chilischote dazu. Die habe ich halbiert und von ihren Kernen befreit. Ich schneide sie in diesem Fall nicht klein. Nun kommt die Tasse Paella-Reis dazu und wird gut mit dem Gericht verrührt. Der Reis sollte jetzt erstmal für ca. 2 Minuten mit angebraten werden. Dabei immer mal wieder umrühren, damit auch nichts anbrennen kann. Nun gebt ihr erstmal 2 Tassen Wasser zum Gericht. Eine Tasse Wasser stellt ihr noch zusätzlich bereit, die brauchen wir vielleicht später. Ihr habt ein Gericht, das ihr gerne mal auf meinem Kanal sehen wollt? Ja, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht koche ich es dann hier mal nach. Das Ganze jetzt noch ein bisschen miteinander verrühren und dann mit einem Deckel gut abdecken und erst einmal 10 Minuten bei geringer Hitze vor sich hin köcheln lassen. Dabei solltet ihr nicht umrühren. Nach 10 Minuten den Deckel entfernen und wie man sieht, hat der Reis schon fast die gesamte Flüssigkeit aufgesaugt. Deshalb fülle ich nochmal ca. eine halbe Tasse Wasser nach. Nun gebe ich noch eine Schale TK-Erbsen über den Reis und verteile sie gut.
Das Ganze darf jetzt nicht mehr gerührt werden, sondern wird einfach nur mit dem Deckel verschlossen und ca. 5 Minuten nochmal köcheln gelassen. Nach ca. 5 Minuten drückt ihr die Erbsen nur ein klein bisschen in die Flüssigkeit. Bitte nicht rühren. Denn jetzt soll sich unten am Pfannenboden eine leicht knusprige Reisschicht bilden. Nun stellt ihr euren Herd auf höchste Stufe und lasst das Ganze nochmal 2 bis 3 Minuten kochen, damit die Restflüssigkeit verschwindet. Nur so kann der Reis an der Unterseite leicht anknuspern. Wenn die Restflüssigkeit verschwunden ist, das ist so nach ca. 3 Minuten der Fall, könnt ihr einmal vorsichtig und leicht durchrühren. Der Reis ist unten schön angepappt und hat eine leicht knusprige Schicht bekommen. Jetzt nehmt ihr das Ganze vom Herd runter und lasst es nochmal ca. 3 Minuten einfach ziehen. Danach könnt ihr es dann anrichten. Der Reis klebt jetzt ganz leicht unten an der Pfanne an und genau so sollte es sein. So ist er leicht knusprig, ohne angebrannt zu schmecken. Einfach rundherum ein tolles Gericht. Schön bunt, gesund, lecker und dazu noch kalorienarm. Ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!